Sprachen nutzen wir, um uns zu unterhalten. Aber wenn du eine Fremdsprache lernen willst, kommst du alleine viel schneller voran. Und das aus einem guten Grund, den ich dir in den nächsten 4 Minuten erklären werde. Ich selbst habe mich für mein Japanischbuch, was du hier im Hintergrund siehst, und meinen Sprachkurs jahrelang mit dem Thema beschäftigt, wie wir Sprachen lernen. Und dieses Wissen will ich mit absolut jedem Sprachlerner, egal um welche Sprache es sich dreht, teilen. Weil die meisten versuchen ganz anders zu lernen. Weil sie denken, sie müssten reden, um eine Sprache zu lernen. Aber das ist wie den Karren vors Pferd spannen. Weil du kannst noch gar nicht reden, wenn du die Sprache noch nicht gelernt hast. Weil wenn du redest, wendest du ja eigentlich bloß an, was du bereits weißt. Allerdings musst du dir das natürlich erstmal aneignen. Wie machst du das jetzt am besten? Denk mal zurück an die allererste Sprache, die du gelernt hast. Deine Muttersprache. Wie hast du das gemacht? Du hattest eigentlich den ganzen Tag jemanden um dich, der immer und immer wieder auf ein Ding gezeigt und seinen Namen gerufen hat oder dir vorgesagt hat, was du gerade machst. Und das jahrelang. Du wurdest also pausenlos im Kontext mit Wörtern bombardiert und dadurch hat sich irgendwann eingeprägt, das Ding nennt man so, das Ding nennt man so, die Aktion nennt man so. Aber wenn du erwachsen wirst und eine Fremdsprache lernst, hast du all das nicht. Sprachkurse haben versucht, eine Abkürzung zu finden, indem sie sich Regeln auswendig lernen lassen. Aber wie ich selbst erfahren habe, haben sie damit letzten Endes bloß einen Umweg erschaffen. Weil Sprache ist komplett willkürlich. Es gibt keinen Grund, warum wir etwas sagen, wie wir es sagen. Oftmals ist die Erklärung einfach bloß, ja, das sagt man halt so. Dann versuchen diese Kurse dich noch dazu zu animieren, selbst Sätze zu bilden, bevor du überhaupt die Antwort auf das verstehen könntest, was du sagst. Lehrbücher hingegen decken bloß einen sehr kleinen Themenbereich ab und bombardieren dich lieber mit kontextlosen Vokabellisten. Du bekommst also maximal ein paar kleine Fetzen der Sprache mit und das war's. Wie du danach weitermachen sollst, dein Problem. All das reißt dich letztendlich komplett von dem weg, was du wirklich brauchst, um eine neue Sprache zu lernen. Und hinterher wundern sich alle, warum sie eine Fremdsprache bloß gebrochen können, wenn überhaupt. Weil es gibt keine Abkürzung zum natürlichen Spracherwerb, wie ihn letztendlich jeder komplett instinktiv als Kind bekommt. Genauso wie es auch keine Abkürzung zum Training gibt, wenn du sportlicher werden willst. Was ist die Lösung des Problems? Nun, du könntest natürlich einen Lehrer engagieren, der dich den gesamten Tag begleitet und dabei immer wieder auf Dinge zeigt und ihre Namen nennt und dazu beschreibt, was ihr gerade tut. Außerdem könnte er euch dann zum Kopieren animieren. Das wäre ehrlich gesagt nicht mal eine schlechte Methode, um sich eine neue Sprache anzueignen. Realistisch gesehen wird es aber wahrscheinlich ein klein wenig teuer werden. Die Alternative dazu ist, alleine lernen. Wir haben heutzutage so ein gewaltiges Angebot an Büchern, Videos und ähnliches, in denen alle möglichen Situationen in jeder erdenklichen Sprache komplett natürlich gezeigt und beschrieben werden. Und das alles immer komplett im Kontext. Und ja, dabei rede ich nicht von explizitem Lehrmaterial, sondern Dingen wie YouTube, Netflix und Romanen. Was glaubst du, wäre wohl das Ergebnis, wenn du diese Dinge jeden Tag stundenlang mit einem Wörterbuch durchgehst und dabei einfach jedes Wort, das du nicht verstehst, immer und immer wieder nachschlägst? Im Endeffekt ist das doch eigentlich bloß ein Ersatz für das, was dir deine Erzieher als Kind gegeben haben. Jemanden, der immer wieder Situationen beschreibt und dabei auf Dinge zeigt. Und das in gewaltigen Mengen. Bloß zum Kopieren musst du dich jetzt selbst animieren. Das Ergebnis dieser Vorgehensweise? Hast du schon mal jemanden gesehen, der behauptet hat, er hätte eine ganze Sprache in nur einem einzigen Jahr gelernt? Das ist kein Clickbait, erfolgte bloß dieser Methode. Es gibt zudem Apps, die dir dabei helfen können. Die sind allerdings nicht so bekannt wie Duolingo. Meine liebste davon ist Migaku, das ich auch unten in der Beschreibung verlinkt habe. Und wenn du jetzt hier auf das Video links im Bild klickst, stelle ich dir das und noch 2 weitere vor, mit denen du eigentlich so gut wie jede Sprache lernen kannst. Und hier bedanke ich mich damit wie immer fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal.